Im Jahr 2024 gibt es das Modell Slick bei den Wings von Duotone in 3 verschiedenen Variationen. Einmal als konventioneller Slick, so wie ihr ihn hier bei uns im Test seht, als D-Lab-Modell und auch als Concept Blue, aber dazu kommen wir später nochmal. Die Schlaufe an der Fronttube zum Führen des Wings ist weiterhin sehr weich, sie lässt sich auch leicht torsieren und für große Hände eigentlich ein klein wenig zu klein. Für den Test wurde uns der Mini Platinum Boom geliefert, der von seinem Durchmesser insgesamt sehr angenehm zu greifen ist und das auch mit Handschuhen im Winter. Beim B- und Entlüften bleibt es bei dem klassischen Duoton-Ventil. Zusätzlich haben wir zum schnelleren Ablassen der Luft in der Mittelstrut noch ein Ablassventil. Das One-Pump-System ist jetzt absolut gerade gehalten, sodass es sich auch beim Entlüften nicht mehr abknicken kann. Dementsprechend geht das Ganze hier leichter. Vollständig überarbeitet ist das Panel-Layout. Das ist jetzt komplett horizontal angebracht und absolut gerade ausgeführt. Und das Ganze ist im Anströmbereich mit einem Triple-Ripstop-Material. Das erschien sehr hochfest. Der größte Anteil des Flugtuches ist ein Double-Ripstop-Material, welches dann in der Abrisskante nochmal zusätzlich gedoppelt ist. Und es gibt weiterhin 2 kurze Kunststofflatten, falls es doch nochmal an der Abrisskante flattern sollte, was allerdings bei dem neuen Modell hier unwahrscheinlich ist, da die Straffung hier wirklich enorm ausgeführt ist. Der mittlere Teil der Fronttube ist aus Hookkeeper-Material, das ist ein festes Dynema, und der Rest der Fronttube ist aus einem, wie aus anderen Modellen auch bekannten, hochfesten Dacron gestaltet. Verschlossen ist dabei die Fronttube mit einer Kedernaht, die ein zusätzliches Gurtband-Webbing erhalten hat, und das Ganze ist von der Innenseite gedoppelt und vernäht. Schön ist, wie sauber hier die einzelnen Segmentübergänge der Fronttube gefertigt wurden. Das Overlapping ist auch wirklich sehr gering und wir haben so gut wie gar kein Ballooning bei dieser Fertigung. Ein Teil der noch höheren Tuchspannung geht natürlich aufgrund der stärkeren Segmentierung des Frontbogens einher. Hier haben wir jetzt 18 Segmente gegenüber dem Vorgängermodell, das hatte nur 14. Die Fensteranordnung ist sehr ähnlich zum Vorgänger, sowie auch die Profiltiefe und die Gesamtkonstruktion auch der Mittelstrut mit der Boomaufnahme. Jede Größe hat denselben Boom, ist hier soweit gleich geblieben. Die Mittelstrut ist mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Auffällig, dass wir hier nur noch gummiertes Gewebe als Verstärkung in der äußersten Rundung des Bogens der Fronttube haben. Ansonsten wurde da gänzlich darauf verzichtet. Das heißt, ein Skate-Einsatz sollte hier mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden. Eine wirkliche Besonderheit, die auch der Vorgänger schon inne hatte, ist dieses wirklich faszinierend leichte Feeling beim ersten Kontakt des Wings. Wenn man ihn in die Hand nimmt, an der Frontschlaufe oder an der vorderen Position der Lenkstange, dann hat man das Gefühl, er wäre federleicht, obwohl er mit seinen 2,65 Kilogramm eigentlich ein normales Durchschnittsgewicht bei 5 Quadratmeter besitzt. Das Profil ist aber so optimal gestaltet, dass es sich halt ganz von alleine trägt. Man braucht hier nichts anheben, sondern es schwebt halt wirklich fast wie eine Feder von alleine. Und das zeigt sich natürlich auch im Auftrieb beim Starten. Wenn ich aufstehe, losfahren will, geht das insgesamt halt sehr leicht. Man kann ihn ganz leicht balancieren. Man braucht wirklich so gut wie gar keine Hilfe. Und er liefert dann im richtigen Anstellwinkel sofort maximalen Vortrieb. Im ersten Moment hat man im Vergleich zum Vorgänger das Gefühl, dass hier das Profil irgendwie flacher wäre. Ist es aber nicht, sondern es ist wirklich nur diese Spannung in der Trailing Edge ist hier so ungleich viel höher, dass halt man mit einer etwas höheren Frequenz die effizienteste Anpumptechnik hat, um auf den Flügel zu kommen. Also ein klein bisschen höhere Frequenz als beim Vorgängermodell
sollte hier für ein Optimum an Leistung sorgen. Und ja, im Vergleich mit den Mitbewerbern von Freestyle Freeride Wings mit Boom ist die Leistung hier sehr gut. Wie schon beim Vorgänger ist das ruhige, harmonische Gesamtbild zu 100% erhalten geblieben und wirkt fast noch einen kleinen Tick ausgeprägter. Da Duotone hat es auch auf seiner Webseite erwähnt, man muss wirklich sagen halt, das haben sie selbst gut analysiert oder herausgearbeitet, dass auch bei sehr hohen Windstärken hier bei dem neuen Modell der Druck auf der hinteren Hand so gut wie gar nicht zunimmt. Das war beim Vorgängermodell im Extrembereich halt schon oder im Grenzbereich schon doch deutlich spürbar. Im Punkto Beschleunigung, Geschwindigkeit und auch gerade im Anwendwinkel gibt es ein klitzekleines Plus gegenüber dem Vorgängermodell. Also in puncto reinen Freeride-Fahrleistung ist der neue Slick auch dem hauseigenen Unit ganz leicht unterlegen, aber die Grenze fängt an langsam zu schwimmen. In puncto spielerischem Handling gibt es hier kaum Wings am Markt, die hier dem Slick das Wasser reichen können. Also eine ähnlich gute Performance liefert noch der Halo von Core. Aber sonst ist grundsätzlich hier in diesem Bereich halt, was die gesamte Harmonie angeht, halt bei Halsen, Wenden, Drehungen, Rotationen, Backfahren, das Ganze in einer hohen Geschwindigkeit durchzuführen, ist halt einfach mit wahnsinnig viel Spaß versehen beim Slick, weil es auch so einfach und fehlerverzeihend ausfällt. Duotone hat mit der Änderung des Frontbogens und den zusätzlichen Segmenten den Widerstand im Tippbereich reduziert, wodurch halt auch ein Aufschwingen des Wings insgesamt halt nochmal reduziert werden konnte. Was uns weiterhin nicht wirklich optimal gut gefällt, ist halt die Frontschlaufe, die einfach zum sauberen Führen und zum Mitlenken des Wings einfach nicht genug Kraftübertragung bietet. Sie dreht sich, sie torsiert sehr stark, sie ist zudem noch klein, also wenn man auch nur parsen möchte bei Text oder sowas, ist sie schwer zu greifen und wenn man das dann auch noch bei kalten Temperaturen machen möchte, ist der Spaß begrenzt. Insgesamt merkt man aber die Reduzierung des Widerstandes im gesamten Wing, was natürlich halt beim Abreiten der Welle nach Louvre ganz klar halt Vorteile bringt. Ein bisschen mehr Speed und ein bisschen mehr Response auf der Hinterkante des Wings sorgen für wirklich schöne Sprungeigenschaften. Der Mix aus einem tollen Pop und auch einer guten Hangtime ist sehr schön. Es gibt sicherlich halt die Fans im reinrassigen Freestyle-Segment, die weiterhin logischerweise auf Griffe schwören. Wir sind definitiv bekennende Boom-Fans, weil man dort halt einfach überall greifen kann, ohne Einschränkungen. Aber es stimmt schon, dass halt einzelne Griffe bei der Kraftübertragung, gerade bei rotierenden Sprüngen, noch mehr Kraftübertragung bringen. Dementsprechend muss man da halt auch beim gesamten Slick-Konzept natürlich vielleicht klitzekleine Einbußen machen. Letztendlich ist aber eine Geschmackssache und die Leistungen hier sind wirklich sehr schön. Auch in 2024 bleibt der Duotone Slick in puncto Manöverhandling und leichter und einfacher Bedienung unser Liebling, ganz klar. Die Ausgewogenheit und Harmonie, mit der der Wing im Prinzip selbstständig immer seine korrekte und notwendige Position annimmt, ist schon fast außergewöhnlich und lässt, wie gesagt, halt auch bei den Mitbewerbern halt nur noch ein, zwei andere Mitbewerber zu, halt, die es ähnlich gut machen können. Grundsätzlich ist auch dieser Slick hier für absolute Einsteiger geeignet, wenn auch im Gegensatz zum Vorgängermodell
durch die höhere Spannung ein klein bisschen mehr Technik beim Anpumpvorgang erforderlich ist oder die wirklich genaue, korrekte Einrichtung eines Raumschurtwinkels, bei dem die maximale Kraft auch auf einen Schlag frei wird. Da geht er dann halt wirklich sehr leicht und früh auf den Flügel. Insgesamt ist derjenige, der jetzt halt etwas weiter ist vom Fahrkönnen, mit dem neuen Slick im Vorteil, weil er halt über das Mehr an Spannung hier nochmal mehr Fahrleistung rausholen kann. Aufsteigen auf den Flügel, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Springen, all diese Punkte fallen da mit ins Programm. Die Ausgewogenheit beim Hin- und Herschwingen in der Welle ist ebenfalls etwas besser geworden, wenn es auch hier in dem Bereich halt noch neutralere Wings gibt. Wie anfangs schon angekündigt, halt für diejenigen, denen dieser Slick noch nicht steif genug ist, für den gibt es dann die D-Lab-Variante. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir sie noch einen Test, vielleicht auch nicht. Und es gibt noch eine Concept Blue-Variante, die ohne Druck auskommt. Alles ist schneeweiß, die Blätter sind recycelt und das Ganze ist dann halt mehr ökologisch ausgerichtet. Vielleicht einfach keine Überraschung, aber Duotone hat es auch hier geschafft, einen wirklich schon sehr guten Wing einfach noch ein kleines Stück für uns besser zu machen. Und es geht jetzt natürlich nicht mehr in Riesenschritten vorwärts, nur noch kleinen Steps. Und das ist hier einer davon halt und der ist wirklich äußerst gelungen.